Da bin ich wieder. Kurze Pause beendet. Ab sofort wird hier wieder Klartext geredet. Wir müssen heute direkt über etwas reden, das wir uns fast jeden Tag aufs Brot legen. Was uns im Supermarkt teilweise als Käse verkauft wird, ist nämlich eine absolute Frechheit. Aber keine Sorge, wir haben heute insgesamt 14 der bekanntesten Käsemarken für euch analysiert. 7 absolute Verlierer und 7 strahlende Gewinner. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran. Denn den absoluten Verlierer aus diesem Test habt ihr garantiert gerade bei euch im Kühlschrank. Schreibt mir jetzt schon unten in die Kommentare, welchen Käse ihr am liebsten esst. Mal sehen, ob eure Marke diesen Test überlebt. Kommen wir direkt zum ersten großen Verlierer. Und hier werden viele von euch schlucken. Andexer Natur, Bio Gouda. Ihr zahlt absolute Premiumpreise, weil dick und fett Bio draufsteht. Ihr denkt, ihr kauft reine Natur. Falsch. Der SWR Marktcheck hat das Ding im Labor getestet. Und was finden die? Weichmacher. Richtig gehört. Bedenkliche Stoffe, die aus der Plastikverpackung direkt in euren Käse wandern. Ihr zahlt ein Vermögen für ein Biosiegel und esst am Ende Weichmacher. Ein absolutes Armutszeugnis. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Schock. Giovanni Ferrari Parmesan. Eine der bekanntesten Marken überhaupt. Sieht edel aus, kostet ordentlich, aber Ökotest hat das Ding im Labor komplett zerlegt. Die Note? Ungenügend. Warum? Weil die Tester extrem erhöhte Mineralölbestandteile gefunden haben. Wir regen uns alle furchtbar über versteckte Insekten in Lebensmitteln auf und das völlig zu Recht. Aber hier essen wir buchstäblich Mineralöl. Stoffe, die im Verdacht stehen, unserer Gesundheit massiv zu schaden. Egal wie edel die Verpackung aussieht, so ein Laborversager hat auf euren Nudeln absolut nichts verloren. Und der nächste Schock trifft schon wieder die Bio-Fraktion. Rupp Bio Wiesenmilch Gouda. Klingt nach purer Alpenidylle und gesunder Kuh, oder? Lasst euch von so einem Marketingmärchen bloß nicht täuschen. Die strengen Prüfer vom VKI, dem Partner der Stiftung Warentest, haben diesen Käse ins Labor geschickt. Das Ergebnis? Ein knallhartes Nicht genügend. Warum? Die mikrobiologischen Werte waren schlichtweg mangelhaft. Das bedeutet Belastungen und Laborwerte, die in eurem Essen einfach nichts zu suchen haben. Ihr zahlt extra für Wiesenmilch und bekommt ein absolutes Hygienedesaster serviert. Finger weg! Und wir kommen zum nächsten Kandidaten, der euch im Kühlregal sofort ins Auge sticht. Der Royal Orange Gouda. Ein extrem teurer Käse, der durch seine tiefgelbe, fast Orangefarbe absolute Premiumqualität und ewig lange Reifezeit ausstrahlen soll. Aber glaubt ihr wirklich, das ist Natur? Falsch. Das ist pure Trickserei. Um diese Farbe zu bekommen, mischen die Hersteller oft einfach den Farbstoff Annatto unter. Die täuschen eurem Auge eine Qualität vor, die gar nicht existiert. Und es kommt noch heftiger. Lest euch mal das Kleingedruckte zur Käserinde durch. Da steht oft, behandelt mit Natamycin. Wisst ihr überhaupt, was das ist? Das ist ein Konservierungsmittel, das auch als Antibiotikum gegen Pilze eingesetzt wird. Ein medizinischer Wirkstoff, der hier einfach in der Industrie missbraucht wird, damit der Käse im Regal nicht schimmelt. Ihr müsst diese Rinde millimeterdick abschneiden, damit ihr euch das nicht in den Körper haut. Und der absolute Witz an der Geschichte? Bei der großen Blindverkostung vom ZDF-Magazin Wieso landete dieser angeblich edle Premium-Käse beim Geschmack auf dem allerletzten Platz. Ihr zahlt hier einen absoluten Wucherpreis für künstliche Farbstoffe, eine bedenkliche Rinde und den schlechtesten Geschmack im ganzen Test. Das ist pure Abzocke. Und bevor wir zu den absoluten Gewinnern kommen, müssen wir über einen riesigen Trend sprechen. Veganer Käse. Viele denken, das ist die absolute Gesundheit. Kein tierisches Fett, besser für den Körper. Nehmen wir den absoluten Marktführer aus dem Kühlregal, Simplifive. Schauen wir uns mal an, was da wirklich drin steckt. Ihr denkt, ihr esst Käse? Falsch. Ihr esst im Grunde eine zusammengepresste Mischung aus Wasser, Kokosöl und Stärke. Damit diese Masse überhaupt nach irgendetwas schmeckt, muss sie mit Aromen vollgepumpt werden. Und als ob diese Zutatenliste nicht schon schlimm genug wäre, kommt der eigentliche Laborschock. Ökotest hat die veganen Scheiben ins Labor geschickt. Das Ergebnis ist ein Schlag ins Gesicht. Für alle Käufer. Note ungenügend. Warum?
Die Tester haben extrem hohe Mineralölrückstände gefunden. Das sind Stoffe, die im Körper absolut nichts zu suchen haben und teilweise im Verdacht stehen, massiv gesundheitsschädlich zu sein. Ihr zahlt also ein halbes Vermögen für ein angeblich reines, gesundes Produkt und haut euch am Ende reine Laborchemie und Mineralöl auf euer Brot. Finger weg. Aber jetzt Schluss mit dem Müll. Wir haben genug Geld für schlechte Qualität verbrannt. Wenn ihr wollt, dass ich weiterhin solche unzensierten Laborchecks mache, dann klickt genau jetzt auf den Like-Button. Kommen wir zu den absoluten Gewinnern. Zu dem Käse, den ihr ab heute in aller Ruhe genießen könnt. Und wir fangen direkt mit dem größten Plot-Twist des ganzen Tests an. Vergesst die teuren Premium-Marken. Der erste absolute Gewinner kommt direkt aus dem Discounter. Lidl, die Eigenmarke Milbona Gouda. Jung in Scheiben. Die strengen Prüfer haben ihn ins Labor geschickt und auf Herz und Nieren geprüft. Das Ergebnis? Ein lupenreines Sehr gut. Keine bedenklichen Weichmacher, keine versteckten Mineralöle, perfekte Laborwerte. Und beim Geschmack? Absolute Top-Werte. Ihr zahlt hier den absolut günstigsten Preis und bekommt den reinsten Käse im ganzen Kühlregal. Das beweist schwarz auf weiß. Echte Qualität muss kein Vermögen kosten. Und wenn ihr nicht zu Lidl geht, sondern lieber bei Aldi einkauft, dann kommt hier direkt der nächste Kracher. Die Eigenmarke Milsani Gouda. Viele von euch laufen im Supermarkt an diesen günstigen Eigenmarken vorbei, weil sie denken, was so billig ist, muss doch schlechte Qualität sein. Lasst euch von diesem Preismärchen nicht verarschen. Die strengen Prüfer haben genau diesen Käse im Labor komplett auf links gedreht und das Ergebnis ist ein glattes Sehr gut. Das Labor hat absolut nichts gefunden. Keine versteckten Schadstoffe, keine Weichmacher aus der Verpackung, keine künstlichen Farbstoffe wie bei den teuren Marken. Hier kriegt ihr einfach nur das, was in einen echten Käse gehört. Milch, Lab und Salz. Und jetzt reden wir mal Klartext über den Preis. Während ihr bei den sogenannten Premium-Marken, die wir vorhin zerlegt haben, locker mal 3 oder 4 Euro für eine lächerliche Packung hinblättert und dafür am Ende Mineralöl oder Antibiotikarinde esst, zahlt ihr hier bei Aldi nur einen absoluten Bruchteil. Wir reden hier von einem winzigen Preis für absolute Spitzenqualität. Auch hier ziehen die Discounter die gierigen Premium-Hersteller komplett ab. Ihr spart an der Kasse bares Geld und seid gesundheitlich absolut auf der sicheren Seite. Es gibt schlichtweg keinen Grund mehr, das teure Zeug zu kaufen. Und jetzt für alle, die sagen, ich kaufe aber aus Prinzip keinen Discounter-Käse, ich will eine echte Marke haben. Gibt es da noch gute Optionen? Ja. Und hier ist die absolute Empfehlung: Frico Gouda Jung. Bei der großen Blindverkostung vom ZDF-Magazin Wieso hat dieser Käse die versammelte Konkurrenz komplett zerstört. Er hat Platz 1 beim Geschmack abgeräumt. Die Tester waren restlos begeistert. Aber das ist noch nicht alles. Geschmack ist das eine, aber was ist mit der Qualität? Auch hier liefert Frico. Dieser Käse besteht nachweislich aus echter Weidemilch. Das heißt nicht, dass die Kühe das ganze Jahr im Stall eingesperrt sind, sondern dass sie tatsächlich draußen grasen dürfen. Das ist nicht nur besser für das Tierwohl, sondern ihr schmeckt diese Qualität auch auf dem Brot. Natürlich müsst ihr hier etwas mehr Geld hinlegen als beim Discounter. Aber das ist einer der ganz wenigen Markengoudas im ganzen Supermarkt, der jeden einzelnen Cent auch wirklich wert ist. Keine Trickserei, kein Betrug am Kunden, einfach ein richtig gutes Produkt. Und wir haben noch ein absolutes Highlight für euch. Vor allem für unsere Zuschauer aus Österreich oder für alle, die im klassischen Supermarkt eine absolut verlässliche Alternative suchen. Greift zu Scherdinger, der mildfeine Gouda. Auch hier haben die harten Prüfer vom VKI, also die Partner der strengen Stiftung Warentest, das Produkt ins Labor geschickt und keinen einzigen Fehler verziehen. Das Ergebnis? Ein makelloses Sehr gut. Keine versteckten Schadstoffe, keine ekligen Mineralöle und vor allem absolut reine Zutaten. Das ist einer der saubersten Markenartikel, die ihr aktuell überhaupt kaufen könnt. Während andere große Hersteller versuchen, euch mit billigen Tricks, Farbstoffen oder fragwürdigen Rindenbehandlungen das Geld aus der Tasche zu ziehen, zeigt Scherdinger, wie ehrliche Produktion wirklich geht. Ihr habt hier absolute Sicherheit auf dem Teller.
Wer also im Kühlregal zu einer Premium-Marke greift und auch echte Premium-Qualität bekommen will, der macht mit diesem Käse absolut nichts falsch. Ein echtes Vorbild für die Industrie. Und wir haben noch die absolute Rettung für eure Nudeln. Erinnert ihr euch an den völlig überteuerten Parmesan von Giovanni Ferrari vom Anfang? Den Käse, der im Labor wegen massiver Mineralölrückstände komplett durchgefallen ist? Hier ist eure Lösung. Wenn ihr echten italienischen Parmesan wollt, der euer Essen nicht mit Chemie vergiftet, dann geht zu Alnatura und holt euch dort den Bio Parmigiano Reggiano. Ökotest hat diesen Käse ganz genau geprüft und er hat als einer der ganz wenigen Hartkäse im Test die Note gut abgeräumt. Kein Mineralöldesaster, keine bedenklichen Inhaltsstoffe, sondern einfach nur saubere biologische Zutaten. So und nicht anders muss ein echter Käse sein. Ihr zahlt hier zwar einen angemessenen Biopreis, aber dafür habt ihr die absolute Garantie, dass ihr euren Körper und eure Familie nicht mit irgendwelchem Labormüll belastet. Das ist ein absoluter Pi-Pflichtkauf für alle Pasta-Fans. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Kühlregal, Frischkäse. Und hier knöpfen wir uns den absoluten Giganten vor. Philadelphia. Ihr denkt, ihr kauft reinen, hochwertigen Frischkäse? Falsch. Lest mal das Kleingedruckte. Da steht oft ganz klein Frischkäse-Zubereitung. Warum? Weil hier mit Verdickungsmitteln wie Johannisbrotkernmehl und extra Wasser nachgeholfen wird, um das Zeug künstlich streichfähig zu machen. Ihr zahlt einen absoluten Premiumpreis für den großen Markennamen und bekommt am Ende ein Produkt, das mit Wasser und Bindemitteln gestreckt ist. Das ist ganz legale Trickserei am Kunden. Aber es geht auch anders. Wenn ihr einen echten, sauberen Frischkäse wollt, dann greift zu Marken wie Arla Buco Natur oder direkt zur Eigenmarke vom Discounter. Warum? Schaut auf die Zutatenliste. Da stehen genau 3 Dinge. Milch, Milchsäurekulturen und Salz. Fertig. Keine Verdickungsmittel, keine künstliche Streckung, kein Bullshit. Einfach nur 100% reines Produkt. Wer für gestreckte Markenprodukte noch das Doppelte zahlt, ist wirklich selber schuld. Und jetzt kommen wir zu einer der größten Lügen im ganzen Supermarkt. Weißkäse für euren Salat. Ihr seht eine Verpackung mit blauen Dächern, schöner Griechenland-Optik und denkt, geil, echter Feta. Falsch. Wenn da das Wort Hirtenkäse draufsteht, ist das meistens billigste Kuhmilch. Die Industrie verarscht euch hier nach Strich und Faden. Echter Feta muss gesetzlich aus Schafs- und Ziegenmilch bestehen. Aber die großen Hersteller verkaufen euch billige, stark gesalzene Kuhmilch in einer Griechenland-Verpackung zu absoluten Wucherpreisen. Das ist pure Abzocke, um eure Geldbeutel mit einer billigen Kopie zu leeren. Wenn ihr hier wirkliche Qualität wollt, dann achtet auf ein einziges wichtiges Wort auf der Verpackung: Feta. Nur wo Feta draufsteht, ist auch das Original drin. Ein absoluter Gewinner, den ihr bedenkenlos in euren Salat schneiden könnt, ist zum Beispiel Salakis oder auch der echte Bio-Feta von Patros. Hier bekommt ihr 100% Schafsmilch. Keine falsche Kuhmilchpanscherei, sondern das echte Produkt mit dem richtigen intensiven Geschmack. Lasst euch von den billigen Kopien im Kühlregal nicht länger für dumm verkaufen. Wenn ihr in Zukunft mehr von diesen ungeschönten Lebensmittelchecks sehen wollt, dann brauche ich jetzt eure Unterstützung. Lasst unbedingt einen Like da und schreibt mir jetzt in die Kommentare, welcher Käse euch heute am meisten schockiert hat. Jedes Like und jeder Kommentar von euch hilft extrem, um dieses Video gegen die großen Marken nach vorne zu pushen. Lasst noch ein Abo da, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bleibt gesund.